So, weiter im Text. Das ist übrigens nicht wirklich ein Zelt, oder? Egal. Wir haben neue Gedanken, die wir verfolgen können, aber ich glaube, die südliche Motorstraße braucht noch eine Weile. Bizarre Winkel. Oh. Ich glaube, ich brauche doch visuelles Kalkül für das Dings. Also hier muss ich sogar wieder was verlernen, ne? Indirekte Methoden der Besteuerung. Eine Superstar der Extraklasse. Ja, ist schon vorbei. Logik. Und wie kostet das alles Logik? Duft von Aprikosenkaugummi. Du hast die Spuren des Wesens gefunden, das sich über mehrere Dimensionen hinweg verfolgt hat. Aha. Die Vision, ne? Litaneien von Kontakt, Mirko. Es wird mal wieder Zeit, auf die 20 Dinge, die du zu gerne über Kontakt, Mirko, sagst, zurückzubekommen. Dass der Boxer angeblich ein Paradebeispiel des freien Wettbewerbs ist. Besser geht es wirklich nicht. Kein bisschen, weder im Ring noch außerhalb. Bleib stehen, zeige auf jemanden in der Ferne. Zeig mit deinem Finger auf ihn. Es wird dann auch mit seinem Finger auf dich zeigen. Und eine Kluft des Geldes, eine Privilegien überwinden, um Logik und vielleicht kein Preis, Konzeptbildung, Schauspielkunst. Setz dich durch, geh in die Vollen. Ja, das machen wir, glaube ich, nicht. Die Litaneien von Kontakt, Mirko. Hallo Botting. Ich sehe, du hast den D&D-Abend überlebt. Noch mehr. Auf diesen Stein wächst gelbliches Moos. Vermutlich wurden sie aus irgendeinem Garten gestohlen. Eine Pastellkreide angemalt. Jemand versucht, diese Welt etwas Heiterkeit zu schenken. Was ist das hier? Der Müll einer ausschweifenden Party. Eine eisgetriebene Stange hält das Zelt aufrecht. Weiter archaisch anmutende Zeichen. Dieser Pfad ist mit einer kleinen, menschenähnlichen Darstellung verziert. Oh, das soll ein Zeilenumbruch werden. A pane of eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Eine Internetplatte steht hier. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Das ist gerade so gehalten. Ein kleinerer Luftschuss könnte sie umkippen. Was ist das? It looks like a makeshift bridge. Could be convenient. Der Lieutenant rückt seinen Kragen zurecht, um sich vor einem kalten Böe zu schützen. Du stützt das und den Tanit um. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Bob. Schön. Aber gut, dass es dafür einen eigenen Dialog gibt. Gut, dann reden wir mit André und die Jungs. Oh, das ist hier noch. Das ist jemandes zweites Zuhause. Zuhause, so wie deins. Meins ist schöner. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men, all in forward-looking apparel, reminiscent of the sticker on the padlock, are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Sie haben forward-looking clothes, angesagte Klamotten. Also sie gucken mich an, ich komme nicht rein. Ich nehme an, wir werden nie das Innere sehen vom Ding, aber einer von ihnen sieht die an. Das ist sehr schön. Das sind genauso vorwärts wie der Aufkleber. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Diese Warm Stuff ging out, du zwingst dich hinein. Sorry, we barely have room for one. Hier ist gerade mal Platz für einen. Er zeigt für den You Lieutenant. go ahead. I'm too old for this. Er ist so alt dafür? I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. Bin ich nicht. Ich habe noch was gegen jugendliche Scharftäter. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Es ist sicher, dass ich mich zu Hause fühle? Er bedeutet dir, dich hineinzuzwingen. Also, ich darf sie doch sehen. Ah ja! Riecht nach Schweißwaschmittel, ein Hauch von Ether. Motoren-Starrflüssigkeit der Marke Kubris Lounge. Ein Lautsprecher von der großen Sorte, die bei Konzerten zum Einsatz kommt. Ein Haufen Nasenspray, Marke Nosafett Ultra. Oh, die Musik ein bisschen leiser. Kanister mit Wasser gefüllt zu sein. Auf dem Etikett steht destilliert. Wild, ich will sehen, was ist mit meinem Kind in mir geschehen. Ah ja. A young man with peroxide blonde Kopf. hair holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, Ey, da ist ja wohl genug Platz in der Bude, oder? Wasserstoffbeneigung mit einem Harman Welshi Tonbandgerät? as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secret. Oh, warte mal, er schaut mich so an, als würden wir gemeinsam ein Geheimnis teilen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass wir beide ein Geheimnis teilen. Das klingt irgendwie wie etwas, was ich nicht möchte. Hardcore! Sag's nicht. Hardcore! Aber ist es das auch? Ich meine wirklich. Yeah! Anscheinend. This young man adds a capital G before the H in his yeags and args. This produces a guttural Gotwaldian accent and makes him sound more animal, more in it. Er klingt gottwaldischer und animalischer, intensiver, weil es Jächs draus macht. Or maybe it's not Gotwaldian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranje,
where Arno van Eyck is from, judging by his name. Could you be listening to an Arno van Eyck creation right now? Könntest du gerade was von berühmten Arno... Also, dass die Enzyklopädie schlussfolgert, dass er das Orange nachmacht und das deswegen Arno van Eyckisch ist. Berühmten Van Eyck. You know about him? Er bewegt seine Lippen, aber ihm kommt kein Laut. Seine Augen sind so groß wie Untertassen. Anscheinend ist er deinetwegen sprachlos. You know Van Eyck? Nein, eine Freundin hat ihn erwähnt. Good. Gut, The gut. Advent? Einzigartig. Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Auf seinen richtigen Weg, diesen Garten der Weggabelung hinauszuführen, oder was? Werde reich? Ja gut. Es muss einen Weg geben, um diesen Menschen zu sprechen. Du hast ihn bloß noch nicht gefunden. Es geht definitiv nicht um Sinusse. Wieso versuchst du es nicht einfach nochmal und suchst dir einen Ausweg aus deinem Gedankenlabyrinth? Aha. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Er bleicht seine Haarspitzen mit einer Zahnbürste. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Ach, das andere. There is definitely something futuristic about his hair, aggressively so. You get the sense that this is what the future will look like. Das ist, wie die Zukunft aussehen soll? Oha. Imbecilic. Yes, should the future ever come, it will look deeply imbecilic. Idiotisch. Like this guy. Genau wie die Zukunft. Du schüttelst ihn die Hand. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. Er versucht Vertrauen auszudrücken und der hat so lustige Punkte. This is my posse. Noid. Seine Posse erneut. The young man with earrings looks at you suspiciously. Das sieht sehr witzig aus. An egghead. Eierkopf. Warum ist er denn eigentlich der Eierkopf? Egg! Sein Tonbandgerät über seinen Kopf dröhnt weiter an das, was wohl als anodische Musik zu bezeichnen ist. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Ah ja, sie organisieren Musikveranstaltungen. Wie viele Musikveranstaltungen haben sie schon organisiert? We have many in the pipeline, officer. Es kommen viele. That means they haven't set up a single one yet. Das habe ich verstanden. Ja, es gab noch keine einzige. Warum seid ihr You hier? see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Ah ja, sie suchen eine Immobilie. Ich bin übrigens ausgeblendet, fällt mir gerade so auf. Ich gucke die ganze Zeit total skeptisch. Also ja, sie suchen die ganze Zeit schon einen neuen Ort, um sich auszuweiten, haben wir nichts gefunden. Warum haben sie sich eigentlich mitten aufs Eis gesetzt? Sie hätten sie auch den festen Boden nehmen können, oder? Also for talent. Ah ja, und Talente suchen sie auch noch. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Naja, Talent zu finden wäre nicht so schwierig, aber Immobilien sind schwierig. Place is a shithole. Ja, ist nicht so geil. I Dings. apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. Das ist nicht He has nötig. authority issues. Pass das nächste Mal auf. Du willst etwas Bestimmtes machen? Deine Freundin Estelle meint, es gebe ein Problem mit der Kirche. Ah, so you've met her. Good. Sagt er und nickt. Yeah, it's a matter of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Was? Die Küste ist ein Tummelplatz von Lasterhaftigkeit und Narkomanie? Bitte? An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like narcomania with a straight face. Don't fall for it. Danke, liebe Willenskraft. Niemals seines Alters würde ein Wort wie Narkomanie oder Lasterhaftigkeit verwenden, um dabei nicht die Mienen zu verziehen. Okay, ich muss mal kurz Narkomanie googeln. Lautsprecherbild, was? Rauschgiftsucht! Ah, yes. Gut zu wissen. Genug der Theatralik. Wovon redest du? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Ah ja, also die Kirche ist ein Kifferplatz und das findet er nicht gut, weil es kein Real Estate dadurch. Dopeheads! Ah ja. Burnouts. Er spuckt wütend auf seine Schraube und fängt damit an, sie zu säubern. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revershow. Ja, sie waren kurz davor, einen der abgefahrensten Tanzclubs überhaupt zu eröffnen, aber dann sind Dinge passiert. Strike that. The world. Weltweit. And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up in there were the worst kind. Ah ja, die Junkies und Kiffer sind die schlimmsten aller Art. Junkies ist doch ein vielhandiger Begriff vom Herr. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those
dopeheads, and burnouts really are. Naja, diese Kiefer sind schon richtig schlimm. Will er mir jetzt sagen. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Oh, ich bin ein Experte in Meinung. Sehr schön. Ich dulde keiner Narkoman in meinen Zuständigkeitsbereich. Narkomanie, nicht mit mir. Du schüttelst Würde vor den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass du was zu dick aufträgst. Was ist denn so schlimm an diesen Junkies und Kiffern? They're spooky. Schaurig? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also die Schaurigkeit hält sie davon ab, dies in ein Gemeinschaftszentrum für als geistige Zufluchtsstätte zu gründen. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. Was ist das? Mitten wird doch nicht geheizt oder geputzt. Ja, wie denn noch? Das hat bestimmt keinerlei Versorgung. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Die Sinusse da drin sind schlecht. Ach, das ist ja schön. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Die Ecclesiasten hatten das bestimmt nicht für ein Eigentum im Sinn. Also, aber ich glaube, anodische Musik gehört auch nicht dazu. Na gut, ich werde mich der Sache annehmen, bestimmt. Alright, man. Hilft den Ravern, einen Nachtclub auszuziehen. Er klatscht den Andre's Schlüssel. obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Ah ja. Das ganze Zelt ist sehr glücklich über die ganze Geschichte. Erzähl hat mir davon, dass das Noid das Folgenschloss in die Tür gehängt hat. Warum? I did ask Noid to install a measure against more drifters wandering in. It's a temporary fix, just something to contain the situation. Eine temporäre Lösung, um die Situation zu erhalten, aber wie kommen die denn raus? I had to do it in a hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Das war nicht seine beste Arbeit. Wir brauchen den Schlüssel. Wie lange sind die Leute darin schon eingesperrt? Not long, like a week maybe. Was? Seit einer Woche? Wie kannst du dir sicher sein, dass die inzwischen nicht schon verhungert sind? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. Oh, 85%, dass sie noch am Leben sind. Somewhere in the ruinous past that led you here, there was something called exams. You may have learned the term involuntary manslaughter there. Oh, ich habe irgendwann in meiner frevelhaften Vergangenheit etwas über Prüfung gelernt und der Begriff fahrlässige Tötung war auch dabei. 85% sind nicht genug. Schließlich ist niemand unsterblich, Baby. Also, sind genug. 85% sind nicht genug, wenn es um das Wohlbefinden einer anderen Person geht. Okay, I'm sorry. Unglaublicher Langeweile. Ach, Menno. I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Ich brauche den Schlüssel. Of course. Noid, give the officer the key. All right. Du bist der coole Bulle, du fängst den Schlüssel in der Luft. Der Speedfreak steckt die Hand in seine Gürteltasche und holt einen Game-Schlüssel hervor. Mit einer plötzlichen coolen Bewegung wirft ihn in die Richtung. Ich versuche das hier. You sense the trajectory of the little piece of metal and plastic. The object makes a small ringing sound as it approaches. Just the tiniest chime to your left. Naja, ich fange das Ding, weil ich genau die Trajektorie berechne. Ka-ching! The key hits your palm. The speed freaks nod to you approvingly. Der Speedfreak nickt dir bereits zu. Danke, Mann. Du bleibst cool. The speed freak nods to you. Okay, nächste Frage. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's Was? do it. Was sind das für Leute in der Kirche, die anscheinend leicht verhungert sind jetzt? Wir sollten uns vielleicht erst eine Waffe besorgen, bevor wir da tiefer reingehen. Was ist das für Leute? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Was? Die haben sie noch nicht mal richtig gesehen, aber wollen die Bullen einschatten? Besser auf Nummer sicher gehen. Kannst du mir sonst was dazu sagen? Yes. There's also the machinery. Das sind auch die Maschinen? This machinery is of the deeply mystical variety. Hey, mystische Maschinen, When cool. I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. Also sie haben sich das Ding ursprünglich im Februar angeguckt, da war das Ding noch leer und wo sie jetzt kamen, haben sie da komische Maschinen aufgebaut. Ob das irgendwas mit unserem Mordfall zu tun hat? One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Wasserdienst. Kabel so zu Wasserschüsseln? Kabel ins Wasser? Ob sie irgendeine Art von Seebeobachtung machen? Andre, tell him about the feeling. Das Gefühl? Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen mystisch. No,
The other one. Sie haben sich übrigens im Dunkeln beobachtet gefühlt. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Ah ja, er ist nicht so ein Gefühlsmensch wie das Ei. Felt like silence. Awful silence. Grauenvolle Stille. For this man, even regular silence is awful enough. But that was something greater. Aber er hat niemanden gesehen? Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Also sie haben eine Frau rein und rausgehen sehen und sie waren... Und etwas hat sie beobachtet. Like you aren't alone, you know? Ein Nicht-Allein-Gefühl. Und Wasn't quite human, if you know what I mean. das war nicht ganz menschlich. Not human, as in a ghost. Do you know what he means? Hast du eine Idee, was er meint? Natürlich It nicht. was this dark shape climbing upside down along the ceiling. Like some kind of crab man. Eine dunkle Gestalt, die die Decke rumgekrochen ist. Ein Krabbenmann. Yeah, you Super. know, the way it was climbing up and around the ceiling. Like a crab. Ja, Krabbe. Was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Wie ein Lauerjäger. Odd. Crabs are usually marine creatures and not known for climbing walls. Und die Enzyklopädie merkt nur trocken an, dass die Krabben nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie in Decken rumkrabbeln, weil es halt Seekreaturen sind. Seid ihr sicher, dass er ein Krabbenmann war? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone that time. But I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. Naja, Marcelle war allein drin, hat eine Krabbe gesehen. So he hasn't even been in there lately. Is he afraid? Was? Darf doch keine Angst Should haben. ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. Du sollst ihn nachfragen, aber sag nicht, dass du nicht an die Krabbe There glaubst. probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. Ach, die Logik ist immer so langweilig. Und die Maschinen? You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Er hat deutliche Kiffer- und Junkie-Sinusse empfangen und das ist bestimmt ein Snuff-Sender. Ich kann sichern, dass die Kiffer und Junkies sind, wenn ihr sie noch nicht mal gesehen habt. Well, honestly, I can't. But I am. Er kann sich nicht sicher sein, aber er ist sich trotzdem sicher. This is a below-feeble attempt at avoidance. Basically, he is attempting to weaponize idiocy. Schwachsinn als Waffe. Wow, du kannst dich hier nicht sein, aber du kannst dir nicht sicher sein, aber du bist es. Ich sollte mir mein eigenes rhetorisches Namen Schwachsinn ergänzen. Hey now, I'm 70% sure they're substance abusers. Ah ja, Leute mit Drogenproblemen, 70%, bestimmt. Don't let all that technology fool you. Where do you think the drugs come from? Lass dich nicht von der Theologie reindenken, was nichts für die Drogen herkommen. Was anderes noch? Sure. What? Wir haben ja noch so viele Themen. Was ist mit Eierkopf He's a los? quiet man, mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. Ah ja, ein ruhiger Mann, der nur über Musik kommuniziert. Wie kommunizierst du mit ihm? Well, he's just kinda here. I don't really know how to communicate with him. Was? Er ist einfach hier? Er weiß nicht? Hast du hier richtig mit ihm Yeah, geredet? sometimes, when I stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. Megamäßig Hardcore muss man als erstes hören, um sein Zentrum zu The kommen. man smiles mysteriously, choosing to let the beat speak for itself. Wo kommt eigentlich der Strom her, wie wir die Generator rumstehen? I get it. He's a puzzle. Er ist ein Rätsel. Toll, danke, liebe Mechanik. Schön, dass du das Rätsel siehst. Du hast gesagt, dass die Ekklesiasten die Kirche besitzen. Wer sind diese Ekklesiasten? Oh yeah, that's a meteor name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Der meteororische Name? If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. Wenn ich weiß, was der Bund der Gründer ist, dann ließ sich das sicher mit Demagogie verschleichern. Wenn wir weitermachen, was meinst du mit meteororisch? Ach ja, der Bund der Gründer, den kenne ich. Aber du könntest mein Gedenken vielleicht ein bisschen auffrischen. Du verschleißt. Na, André, dann verrat mir doch bitte mal, was der... Ach so! Was der Bund der Gründer genau. Du verschleißt nicht? Come to think of it, I've never really looked them up, you know? I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. Ah ja, eine äußerst mächtige religiöse Organisation. Und? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericarnassian Church. Plus, they anoint the innocents. They, made the innocentic system, no? Sie haben sich das System der Schuldreinmacher ausgedacht. Das ist ja super und sie sind Verwalter der Perikarnassischen Kirche, was mir auch nicht weiterhilft. Nun, André, würde diese altehrwürdige religiöse Organisation, die für die Salbung der Schuld rein verantwortlich ist, deine Meinung nach einen Club für anodische Musik in der Kirche wollen? Das klingt genau nach den Leuten, die liebend gerne lauter anodische Musik in ihrer Küche hätten. You're right, they do.
sagt er ohne den geringsten Hauch von Ironie. The Pericanassian church is about love. Anodic music is about love. I got love for my Pericanassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Wir tanzen. Er schleudert das Tonbandgerät heftig hin und her, als ob er es kaputt machen würde. Love is hardcore. Krieg ich von den Tonbandgerät? Unity. Einigkeit? Unity. Make some noise for my Insulindian posse. Er dreht die Lautstärke auf und blickt dich mit einem wissenden Nicken an, als du jede Sekunde einen wilden Tanz aufbrechen würdest. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the bass, as if testing the waters. Dein großer Zeh tippt den Bass, als ob er die Tiefen schwimmen würde. Du spürst es? Keine Worte genießen den Beat. Ich habe keine Ahnung, woran du redest. Was ist eine Posse? Ich nehme an, Liebe kann durchaus Hardcore sein. Du hast recht. Wir sollten dem Bund der Gründer auch nicht begeistert sein. Dance-Musik ist tatsächlich Liebe, genau wie du. Die perikanassische Kirche, du fährst fort. Lässt mir recht überlegen, nein, das geht zu weit. Eine anständige Organisation würde keinen derartigen Unsinn für ihre Kirche wollen. Du fährst fort. Nein, ich genieße den Beat. Feels good. Okay, du hast recht. Ich sag mal, du hast recht. Yeah! Yakokata! The place to be! Das Gelbe vom Ei. He seems ecstatic that you share his vision of Pericarnassianism. Naja, es ist regelrechte Do it for the Euphorie. masses. Do it for the crew. Du es für die Massen? Sein Freund ballt die Faust und hält aber den Schraubenzieher weiter in die Hand. Voller Anerkennung. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? Habe ich noch mehr The Fragen? one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. Er wartet nur noch darauf, dass sie anfangen zu You tanzen. feel like you could go for a little disco when, or if, they get this club going. You've got it in you. Ja, ich könnte tanzen, wenn sie den Club eröffnen würde. Ich würde was zu diesem Zelt voller Ausrüstung fragen. Yes. What? Sie haben ja eigenes Wasser mitgebracht, stimmt, ja. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Ja, die Kirche hat kein eigenes Wasser und die haben auch destilliertes Wasser, toll. Oh, Er weiß nicht, was er sagen soll. it's the one they sell at the fuel station. Oh, sie haben das... It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing for you to grab hold of. Er tut es so gekonnt, dass er es nicht nachweisen kann. Also es ist destilliertes Wasser. Was kann man denn mit destilliertem Wasser noch so Schönes, Cooles machen? Ich sage es ungern, aber hier drin stinkt es nach Schweiß. It does, doesn't it? Told you we have a smell problem. Hab ich ja gesagt, das wäre ein großes Problem. Er hebt ein Stück Telefonstuhl und inspiziert es. Moment, Ether rieche ich auch. Warum? Vermischt mit einem seltsamen Chemiegeruch wie Waschmittel. He sniffs the air, then shrugs. It doesn't take a forensic scientist to guess it's drug-related. They look and act like the kind of guys who've done their fair share. Oh, sie sehen aus, als hätten sie Erfahrung mit diesen Substanzen. However, their breathing is regular, their jaws stay put and their pupils aren't dilated. So, not under the influence right now. Also Menschen sind so nüchtern, das ist nicht At schön. least, not under the influence of stimulants. That doesn't rule out hallucinogens, benzos, some depressants. How do you know all this? Die Enzyklopädie fragt sich, warum ich so viele Dinge weiß. Kommt das ganze Nosafett her? The what now? Du zeigst auf die Nasensprayflasche in der Ecke. Das Nosafett Ultra. Hier liegt jede Menge davon rum. Oh, the old Ultra. We, He's like an actor looking to the souffleur for his line. Also er hofft darauf, dass niemand das I have a richtige Wort major sagt. sinus infection. Stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter. Can't even breathe. Naja, alle ganz schlimme Nasennebenhöhlenentzündung. Ach, das leuchtet mir ein. Für mich hörst du dich ganz normal an. Yes, that's all Nosafed's doing. Without the Nosa, I'd be drowning in shit right now. Ja, ohne Nosafett ging ganz schlecht. Nosafed is the shit. Nichts geht über Nosafett. Die sind high auf Nasenspray? Na super. Darf ich was haben? Ich habe auch Probleme mit meiner Nase. Sure. Haha! Here you go, officer. The Nosa. Blast away. Naja, das Nosafett verstehe ich, aber wozu die Motorstartflüssigkeit? The engine starting fluid. It's for starting engines. Die Motorstartflüssigkeit ist für Starten von Motoren? Was für Motoren starten sie damit? What's with the goddamn Romangorod earrings? It's cold. The fluid's for the generator. Ja, die Flüssigkeit für den Generator. Sie haben ja irgendwelche Sachen noch verdeckt, ne? Keep on it, sire. Wie läuft das mit einem besonders hohen Ethergehalt? Bringt der was? I guess it does. Er glaubt You're schon. not completely satisfied yet. Du bist noch nicht ganz zufrieden. Super, du nickst und schweigst lang. Was ist eigentlich Ethylether? Das ist so ein bisschen Columbo-mäßig. So eine Sache noch. No idea, man.
Weiß er Did nicht. you know ethyl ether is used as a light anesthetic and a solvent and an explosive and for manufacturing amphetamine? Ah ja, schön. Narkosemittel, Lösungsmittel, Sprengstoff und Amphetamine. Das reicht ja auch He schon. nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Er ist ein bisschen Dings. Ich könnte mit Logik As göttlich... always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah! Er wartet hier auf uns, dass wir das machen. Aber wir können noch was mit Logik machen. Schön. Beim nächsten Mal.